Hallo Freunde, ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Danke für die Unterstützung meiner Bloggerei hier. Außerdem könnt ihr viel Nützliches in meiner Telegram-Gruppe finden. Um Zugang zu dieser Gruppe zu erhalten, schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram. Der Link dazu ist in der Beschreibung zu finden. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben zu geben und Kommentar zu schreiben. Los geht's! Heute plane ich mein Konto von $505 zu erstellen. Ich werde Geschäfte auf der Grundlage der technischen Analyse eröffnen. Insbesondere werde ich auch auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus achten, auf die allgemeine Bewegung des Marktes nach oben oder nach unten und auch den Stochastik-Oszillator verwenden. Ich werde auf einem Zeitrahmen von 15 Sekunden handeln. Die Zeit für einen Handel wird ungefähr 1 Minute betragen. Mein Ziel für heute ist es, $7.000 zu verdienen. Mal sehen, was passiert in Wirklichkeit. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Vielleicht gefällt euch auch diese Art des Handels und ihr werdet in der Zukunft auch mit dem Handel Geld verdienen. Lasst mich zunächst kurz sagen, dass der Stochastik-Oszillator ein Indikator für die technische Analyse ist, der die Position des aktuellen Kurses im Verhältnis zur Preisspanne für einen ausgewählten Zeitraum in der Vergangenheit anzeigt. Mit Hilfe eines solchen Indikators lässt sich feststellen, wann der Preis seine Richtung ändern wird. Schauen wir uns das Chart an, um den ersten Einstiegspunkt zu finden. Wir sehen, dass der Markt insgesamt aufwärts gerichtet ist. Wir markieren auch die aktuellen Unterstützungsniveaus in Blau und die Widerstandsniveaus in Rot. Wir sehen, dass der Preis das Widerstandsniveau erreicht hat. Auf dem Oszillator am unteren Rand des Diagramms sehen wir, dass sich beide Kurskurven über dem Niveau von 70 befinden. Das bedeutet daraufhin, dass der Markt überverkauft ist und dass die schnelle Stochastik, orangenfarbene Linie, die langsame Stochastik, grüne Linie, von oben nach unten kreuzt. All dies deutet darauf hin, dass der Preis bald sinken sollte. Daher eröffne ich einen Abwärtshandel. Der Betrag des Handels ist $500. Die Zeit des Handels ist 1 Minute. Perfekt, nach 1 Minute sehen wir, dass unsere Vorhersage eingetreten ist, der Preis ist gefallen und wir haben Geld verdient. Schauen wir mal, was weiter passiert. Die Kurven des Oszillators liegen an der unteren Grenze, was auf einen überverkauften Markt hindeutet. Sobald wir sehen, dass die orangenfarbene Kurve die grüne Kurve gekreuzt hat, kann dies als Signal betrachtet werden, um einen Aufwärtshandel zu eröffnen. Wir sollten jedoch auch auf das Chart in Bezug auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus achten. Wir sehen die Kreuzung der Kurven des Stochastik-Oszillators sowie eine leichte Konsolidierung des Kurses bei allgemeinem Wachstum. Versuchen wir, einen Aufwärtshandel zu eröffnen. Der Betrag des Deals ist $900. Zeit 1 Minute. Nach 1 Minute sehen wir, dass der Preis gestiegen ist, obwohl die Konsolidierung selbst für uns auch ausreichend war, um den Handel erfolgreich abzuschließen. Super! Wir wählen den nächsten Einstiegspunkt. Da wir das Widerstandsniveau erreicht haben und der Stochastik-Oszillator sich in der Zone 70-100 befindet, sowie die orangenfarbene und die grüne Linie sich gekreuzt haben, ist es an der Zeit, einen Abwärtshandel zu eröffnen. Ich eröffne einen Handel hier für $1.000 für 1 Minute. Prima, nach einer Weile sehen wir, dass der Preis von der Widerstandsebene zurückgerollt ist. Die Oszillatorkurven haben das Niveau von 30 erreicht und unser Handel hat im Plus geschlossen. Es ist zu beachten, dass ein einmaliges Eintreffen der Oszillatorkurven in der unteren Zone nicht ausreicht, um den Handel zu eröffnen, denn der Kurs kann sich weiter abwärts bewegen und die Oszillatorlinien können weiterhin in der unteren Zone schwanken. Wie wir jetzt sehen, ist der Stochastik bereits unter die 30er-Marke gesunken. Allerdings hat sich die orangenfarbene Linie nicht eindeutig mit der grünen Linie gekreuzt und wir können auch sehen, dass der Kurs sein vorheriges Tief aktualisiert hat. Sobald sich die Stochastikkurven eindeutig kreuzen und sich eine grüne Kerze auf dem Chart bildet, eröffne ich einen Aufwärtshandel für $1.000 für 1 Minute.
So, wir sehen, dass sich der Preis weiter in Richtung des Widerstandsniveaus bewegt hat und die Stochastikkurven ebenfalls in den oberen Bereich gekommen sind und unser Handel schloss im Plusbereich. Schön! Wenn wir weiterschauen, sehen wir, dass der Preis neben dem Unterstützungsniveau ist und die Kurven des Stochastik-Oszillators kreuzen wollen. Ich werde warten, bis die Kreuzung deutlicher wird. Und jetzt ist es möglich, einen Aufwärtshandel für $300 zu eröffnen. Die Zeit des Handels ist 1 Minute. Nach 1 Minute können wir sehen, dass meine Vorhersage richtig war und der Indikator hat uns dabei geholfen. Super, wir suchen nach dem nächsten Einstiegspunkt. Da wir uns nicht von den Unterstützungsniveaus entfernt haben, gibt es noch Raum für Wachstum. Auch die Stochastikkurven befinden sich noch im unteren Bereich. Auf der Grundlage dieser Daten eröffne ich einen Aufwärtshandel mit $500. Und wir können sehen, dass der Preis nicht ein großes Wachstum zeigte, aber diese Bewegung war genug für einen erfolgreichen Handel. Schauen wir weiter. Der Preis ist auf die Unterstützungsmarke gesunken. Gleichzeitig befinden sich die Kurven des Stochastik-Oszillators ebenfalls im unteren Bereich unterhalb der 30er-Marke und sind dabei, sich zu kreuzen. Ich glaube, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um einen Aufwärtshandel zu eröffnen. Der Betrag meines Handels ist $900. Zeit 1 Minute. Nach einer Weile sehen wir, dass sich der Kurs von der blauen Unterstützungslinie entfernt hat und der Indikator hat uns auch nicht enttäuscht. Wir haben es geschafft, Geld zu verdienen. So, hier gibt es einen sehr schönen Einstiegspunkt. Die Stochastikkurven in der oberen Zone haben sich gekreuzt. Der Kurs hat sich von der Unterstützungslinie entfernt und hat bereits eine kleine Impulsbewegung nach oben vollzogen. Ich erwarte also eine Korrektur und deshalb eröffne ich einen Handel für $1000. So, in 1 Minute sehen wir, dass sich das Szenario gerechtfertigt hat und der Handel im Plus abgeschlossen wurde. Schön. Schauen wir weiter. Die Stochastiklinien haben das Niveau von 70 erreicht, gekreuzt und fast umgekehrt. Daher eröffne ich einen Abwärtshandel für $500. Nach kurzer Zeit sehen wir, dass der Preis auf das Unterstützungsniveau gesunken ist. Die Indikatorkurven sind in den unteren Bereich gegangen und wir haben Geld verdient. Und dann erscheint wieder ein sehr guter Einstiegspunkt. Da der Preis noch nicht von der Unterstützungsebene gebrochen und die Stochastiklinien haben in den unteren Zone gekreuzt, erwarte ich, dass der Preis steigt und eröffne einen Handel für $1000. Nach 1 Minute sehen wir, dass der Preis gestiegen ist, genau wie ich erwartet hatte. Mein Ziel für heute ist erfüllt. Ich schließe den Handel ab und verlasse den Markt. Wie ihr seht, ist der Stochastik-Oszillator ein guter Helfer beim Handel, wenn ihr seine Signale richtig interpretiert und nicht übereilt handelt, sowie auf den allgemeinen Trend und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus achtet. Mit der richtigen Erfahrung und systematischer Praxis werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben und am Handel verdienen können. Weitere nützliche Handelssignale findet ihr in meinem Telegram-Kanal. Schreibt mir das Codewort Signale und ich werde euch hinzufügen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr habt es nützlich gefunden. Abonniert diesen Kanal, gebt Daumen nach oben, schreibt Kommentare. Ich wünsche euch erfolgreiches Trading und bis bald.